Hallo Leute, herzlich willkommen auf Burning Feet Adventures. Heute mit einem Video, was ich schon eine ganze Weile vor mir hergeschoben habe, und zwar das Review von dem T865. Das ist ein Tablet, und zwar ein 8 Zoll Tablet, was Anfang des Jahres, also ungefähr im Frühjahr des Jahres 2023 auf den Markt gekommen ist und was jetzt Alternative zum Carpeita Tab 4VB gilt. Gut, ich habe das ganze Teil jetzt seit ungefähr 6000 Kilometern im Einsatz und davon 4000 Kilometer im Offroad-Einsatz, teilweise im sehr harten Offroad-Einsatz, und meine Erfahrungen, die werde ich heute in diesem Video mit euch teilen. Gut, also wer jetzt hier natürlich ein Review erwartet über CPUs und Prozessoren und wie schnell arbeitet, der ist an der falschen Stelle. Das ist jetzt wirklich ein Erfahrungsvideo, also praktisch, was habe ich mit dem Teil erlebt und wie schätze ich das Ganze ein. Also wer denkt jetzt geht es um welche Bits und Bytes, der kann eigentlich sofort wieder abschalten, ne? Und alle anderen, jetzt habt Spaß dabei. So, der Frank als Kameramann ist heute mit am Start, und Frank schwenkt mal kurz auf das Tablet, und zwar auf das T865. Genau, hier vorne ist es verbaut. Super. Ja. So, damit das ganze Review oder der Erfahrungsbericht jetzt nicht unübersichtlich wird, habe ich das Ganze in verschiedene Punkte aufgeteilt. Und dafür gibt es auch einen Spickzettel, weil es echt eine ganze Menge geworden. Und zwar sage ich erst so ein paar allgemeine Infos zum Tablet. Dann geht es halt um die Montage und die Halterung. Dann zum Display in Bezug auf Helligkeit, Ablesbarkeit, Bedienbarkeit. Dann zur Ladefunktion, wie das ganze Ding geladen wird, ob das funktioniert. Dann, ob es wasserdicht ist, dann was das GPS macht, also ob das GPS genau arbeitet, und dann zum Betriebssystem und bestimmte andere Aspekte, die mir dabei aufgefallen sind. Na, danach gibt es noch ein kleines Fazit, und ich denke, das ist dann eine runde Sache. Okay, also legen wir los. Zu den allgemeinen Infos, wie schon gesagt, das ist ein 8 Zoll Tablet, und zwar das Ganze ein Android 12 Betriebssystem installiert mit Google-Zertifizierung. Ich erwähne das Ganze jetzt nochmal, weil vielleicht einige von euch sich mit dem Gerät noch gar nicht beschäftigt haben. Das Ganze basiert auf einem Tablet, was es in China gibt, und zwar bei der Firma Topicon. Ich habe das im letzten Video, praktisch im Einführungsvideo, schon mal erwähnt gehabt. Stand heute, 31.10., könnt ihr immer noch auf der Seite von Topicon nachgucken, da ist das Ganze auch gelistet. In Europa das Ganze verkauft von Zork Racing. Ja, und die arbeiten anscheinend eng mit Topicon zusammen. Ich persönlich habe das Tablet direkt von Topicon in China zur Verfügung gestellt bekommen, mit einer ganz neuen Halterung aus Metall. Dazu aber noch mal später. Ich sollte die Halterung testen bei der ADV24 Rallye, habe ich auch gemacht, und ja, da gehen wir dann mal später darauf ein. Und wie gesagt, wer das Teil in Europa erwerben möchte, dann halt entweder bei Zork Racing, oder halt wer halt mal ein gutes Projekt unterstützen möchte, kauft das bei Zeds Rally. Das ist ein deutscher Importeur oder ein deutscher Vertriebler, und die möchten 2025 an der Dakar teilnehmen. Und ja, also wer dann halt, wie gesagt, ein bisschen was Gutes tun möchte und das Projekt unterstützen möchte, kauft es halt bei denen. Genau, da wären wir jetzt schon beim Kaufpreis. Das Ganze gibt es für 600, was ist genau? Für 679 € zu kaufen als Komplettkit, also mit Halterung schon. Es ist ein 64 GB interner Speicher verbaut, wobei 45 GB noch frei sind, wenn ihr das Ganze direkt geliefert bekommt. Das Ganze soll wasserdicht sein, das heißt, es ist IP67 geratet und hat ein Gewicht von, wenn man jetzt das Tablet alleine betrachtet, von 552 Gramm, und die Halterung aus Metall, da wären wir ungefähr bei 206 Gramm. Gut, vielleicht noch mal ganz kurz erwähnt, wer das dann in Europa kauft, der hat die DMD2 Software installiert von Zork Racing. Ich persönlich nutze die Software nicht. Ich habe da keine Verwendung für. Ich spiele mir einfach von Ausmann die Navigations-App drauf oder nutze halt irgendwelche Rallye-Apps, ja, Piste zum Beispiel. Ne? Aber das kann ich euch nachher noch mal zeigen, mit einem etwas genaueren Blick aufs Tablet. Gut, also soweit zu den ersten Informationen. Weiter geht's mit Punkt 2. So, zweiter Punkt, wie vorhin schon angedroht, ist die Montage und die Halterung. Ne? Du kannst ja mal drauf schwenken, oder andersrum, schwenk mal nicht drauf, Frank. Wir haben ja im ersten Video so eine Montageanleitung gemacht, beziehungsweise gezeigt, wie wir das Ganze montiert haben. Und das werde ich euch mal oben verlinken, und zwar in der von euch aus rechten Ecke. Ja, aber trotz alledem, ich werde jetzt mal das Schild abbauen, weil, jetzt kannst du mal drauf schwenken. Das ganze System kannst du nicht demontieren, wenn man das Windschild von der Tenere nicht auch demontiert.
Ja? Okay, ich baue es mal ab und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Seitdem ich hier dieses Navi-Teil habe, habe ich auch immer einen Sechskant-Schlüssel dabei, um die Scheibe abzubauen. Ja. Ich denke mal, ich werde in Zukunft, wenn ich das Tablet weiter benutzen sollte, auch hier mal so ein paar Flügelschrauben reinbauen, dass man das Ganze schneller machen kann. Aber auf der anderen Seite ist es auch wieder ein Diebstahlschutz. Ja? Also muss erstmal eine abschrauben. So, zack, 4 Schrauben weg. Und jetzt seht ihr die ganze Halterung. Und zwar ist es hier aktuell das AMPS-System. Gibt es auch bei Zeds Rally. Das habe ich verbaut mit dem Frank zusammen. Ja, schaut euch nochmal das Video an. Hier mit einer kleinen Verlängerung. Und hier sieht man diesen, bei mir war es noch ein Prototyp, jetzt gibt es das seit, ich glaube, Mitte Oktober auch zu kaufen, diese Metallhalterung, und zwar ist die abschließbar. Und zack, öffnen. Und dann kannst du das Tablet abnehmen. Hier ist das ganze Teil. Ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr damit fahrt, das Ganze immer zu verschließen und auch wieder abzuschließen, vor allen Dingen, damit sich das Ganze nicht öffnet. Ja? Kleiner Tipp von mir. Gut. Tablet zur Seite. Schauen wir uns nochmal die Halterung an. Ja, also auf lange Sicht werde ich wahrscheinlich auch, es gibt noch so ein 12 mm Short Bracket von Carpe Ita Fining. Das kann man dann noch ein bisschen im Winkel besser verstellen, das werde ich wahrscheinlich auch noch montieren. So sieht das Ganze aus. Schwenk mal bitte rum, Frank. So, hier sieht man das Ganze montiert und ja. Zur Ladefunktion bzw. zur Wasserdichtigkeit kommen wir später nochmal. Was man aber sagen kann, ist, dass das ganze Teil wirklich funktioniert. Das heißt, es ist super stabil, wie gesagt, bei den Rallyes eingesetzt und das hat sich nie verdreht bei mir. Das Tablet hat sich nie gelöst, also von daher das Teil, was jetzt hier konzipiert wurde, beziehungsweise auch mit den kleinen Abänderungen, die der Frank für mich vorgenommen hat, in mühevoller Handarbeit. War das eine echt runde Sache. Also es ist auf jeden Fall eine deutlich bessere und robustere Lösung als die Plasterhalterung, die es vorher gab. Die neue Halterung, bei mir geht das Kabel jetzt unten gerade runter. Und ich glaube, bei den neuen Versionen, das ist ja der Prototyp, geht das Kabel so abgewinkelt nach hinten weg. Mich persönlich stört es nicht. Ich habe das so gelegt bei der Tenere, dass ich genau meine Ganganzeige noch sehen kann. Funktioniert, alles tippitoppi. Ja, was ihr aber machen müsst, und das sieht da, zeig mal Frank, komm mal ein bisschen zur Seite hier. Da seht ihr halt die Halterung. Hier seht ihr halt die Halterung, und zwar sind es die von Camel LTV, die Cockpit-Stabilisierung. Und die braucht ihr auf jeden Fall, weil das Gewicht, was hier vorne am Cockpit reißt, schon ziemlich hoch ist. Ja, also die auf jeden Fall mit dazu kaufen. So, der Frank ist schon am Husten hier vor Freude. Jetzt geht es um die... Jetzt geht es um die Helligkeit des Displays, und zwar ist hier ein 800 Nits Display verbaut bei dem T865, genau. Und ich habe nochmal, jetzt hat sich wieder ausgestellt, ich habe nochmal das Carpe Ita dazu gepackt und das Garmin Thread, wie heißt das nochmal, Thread? Nur Thread? Okay. Und noch das T665, was es auch gibt vom gleichen Hersteller. Also ich drehe mal kurz um, könnt ihr mal schauen. So, da kann man sehen, einmal hier das T865, dann das Carpe Ita und hier mal das Thread, und hier haben wir wieder geradeaus gegangen das T665. Ja? Also von meiner Ansicht her ist das Teil von Carpe Ita auf jeden Fall deutlich heller und auch besser im Kontrast. Ja? Okay. Oder was sagt ihr dazu? Garmin ist auf Standby, deswegen wird es dunkler. Wenn es angeschlossen ist, ist es hell. Okay, der Frank sagt gerade, das Garmin ist auf Standby. Wenn es angeschlossen ist, ist es ein bisschen heller. Aber hier kann man schon ziemlich gut sehen, 800 Nits, das sind glaube ich 1000 Nits. Und ja, das Ganze, beide Displays spiegeln ein bisschen, aber wenn man sich das Ganze anschaut, gibt das auch genau meine Erfahrungen wieder. Und zwar, dass das Display vom T865 auf jeden Fall nicht ausreichend hell ist. Ich kann ja noch mal ein Bild einblenden, und zwar habe ich mal ein Foto gemacht, und zwar mit dem Galaxy Active Tab 3 von dem Anton. Und auch das Galaxy Active Tab 3, was eigentlich eine geringe Nitze hat, war auch besser ablesbar als das T865. Ja, also wer jetzt wirklich ja,
wer jetzt wirklich damit eine Rallye fahren möchte, dem würde ich das T865 nicht empfehlen. Weil du hast die Reflexion, du kannst natürlich auch eine matte Folie drauf machen, aber dadurch nimmst du noch mehr die Helligkeit weg. Und bei direkter Sonneneinstrahlung war mir das immer deutlich zu dunkel. Ja, insbesondere wenn es halt ein bisschen staubiger draußen ist, dann merkst du eindeutig, Staub ist drauf und du siehst dann kaum noch was. Ja, hat halt auch den großen Nachteil, dass man, zumindest habe ich es nicht rausbekommen, dass man den Bildschirm nicht sperren kann. Dadurch halt willst du den Staub runterwischen, verstellst erstmal alles, also beim Rotbook oder halt was auch immer oder halt direkt beim Navigieren. Gut, also Helligkeit hätten wir abgehakt, 800 Nits, in meinen Augen für mich persönlich, der damit schneller durch den Wald fahren möchte, nicht ausreichend hell genug. So, von der Bedienbarkeit, das Ganze hat ein Multi-Touch-Display und das funktioniert auch ganz gut, wenn es trocken ist, ja, also auch mit Handschuhen. Kann man, ich habe jetzt keine speziellen Handschuhe, die irgendwie multitouch-fähig sein sollten, aber das funktioniert auch ganz gut mit meinen Motocross-Handschuhen. Wenn es allerdings ein bisschen nasser werden sollte, dann haut der Touch halt nicht mehr hin. Ja, aber in der Regel benutze ich auch meinen KPITA Adventure Controller, um das Navi zu steuern. Aber wie gesagt, wer darauf Wert legt, während der Fahrt mit dem Finger da rumzuwischen, der hat da ein paar leichte Probleme mit. Hatte ich zumindest. Wie gesagt, Erfahrungsbericht und ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja, von der Helligkeit her, ich habe gehört, es gibt auch Apps, die die Helligkeit erhöhen sollen. Ich habe das jetzt, um das Ganze fair zu halten, bei keinem dieser Tablets irgendwie installiert. Das ist halt wirklich so, wie es ist und im direkten Vergleich stinkt das T865 da einfach mal deutlich ab. Kann man nicht anders sagen. Gut, also Thema Display hätten wir dadurch abgearbeitet. Wer da Lust drauf hat, vielleicht mache ich nochmal einen Vergleich KPITA direkt mit dem T865, vielleicht auch einen Vergleich mit dem T665, ja, oder halt, wenn sich der Frank dazu bereit erklärt, vielleicht auch mal mit dem Thread. Ne? Frank, der nickt, okay. Also, wie gesagt, weiter geht's. Ist da wirklich direkt ein Regentropfen draufgefallen? Ja, das ganze Navi hat eine Kapazität von 8000 mAh und wird mit 12 bis 14 Volt betrieben. So, ich drehe mal das Navi um und da könnt ihr sehen, dass auf der Rückseite diese, diese Kontaktflächen für die Pogo-Pins sind. Und das Ganze gibt es auch hier auf der Ladeschale. Ja, und die Ladeschale ist bei mir direkt mit der Batterie verbunden. Und ja, funktioniert alles ganz gut. Diese Pins, wie gesagt, nach ich glaube 8000 Kilometern sehen immer noch sehr, sehr gut aus. Und die Pins haben sich auch, wenn man das jetzt sieht, ich hoffe, man kann das gut sehen, so gut wie gar nicht hier reingearbeitet. Ja, also von daher eine gute Lösung, weil das Ganze auch gut fixiert ist. Also hier sieht man noch diese kleinen Löcher, da kommen diese Stifte rein von der Ladeschale. Und das gleiche hast du auch auf der Unterseite, und zwar hier. Ja. Und hält wirklich bombenfest, wie gesagt. Und ja, lädt auch zuverlässig. Das Einzige, was mir einmal aufgefallen ist, und ich glaube, das war so eine Art Softwarefehler, war, dass das Tablet auf einmal immer nur noch 12 oder 20% Ladung angezeigt hat. Und dann ging immer diese grüne oder rote Indikatorleuchte an, hier unten in der Ecke. Aber das Tablet ist nicht ausgegangen, das heißt, es hat auch nicht weiter geladen. Also von daher gehe ich davon aus, dass da irgendwo ein Softwarefehler war. Also dieses ganze Tablet zwar geladen hat, aber halt diese Anzeige, die sich oben in der Ecke befindet, ja, wo jetzt hier 90% stehen, stand bei mir immer 15%. Ja. Nach dem letzten Software-Update, das habe ich jetzt erst gestern gemacht, gab es dieses Problem jetzt nicht mehr. Ja, man kann das Tablet auch von der Seite über USB laden. Allerdings ist das Ganze dann nicht mehr wasserdicht. Ne? Okay, aber zum Thema Wasserdichtigkeit kommen wir jetzt. Ja, also meiner Erfahrung nach ist das Teil wirklich komplett wasserdicht. Ich habe da einige Regenfahrten gehabt. Ich habe das Ganze auch mit dem Schlauch abgesprüht oder mit dem Kercher. Jetzt nicht direkt drauf, aber da gab es halt keine Probleme. Weil du hast hier an der Seite bei der neuen Ladeschale auch so eine kleine Gummilippe. Und die dichtet halt über die Kontaktflächen auf der anderen Seite ab. Und das Ganze funktioniert ganz gut. Was ich zusätzlich noch gemacht habe, ist, dass ich das Ganze hier verklebt habe. Also wasserdicht gemacht habe. Und was ich auch noch mache ist, wenn es jetzt wirklich stark regnen sollte, jetzt nieselt es gerade nur, wenn es wirklich stark regnen sollte und ich das Tablet nicht benutze, dann mache ich hier eine Hülle drüber, damit halt praktisch hier auch kein
Wasser reinlaufen kann. Ja. Also wie gesagt, wasserdicht ist das Teil definitiv. So, was gibt es noch auf meinem tollen Spickzettel? Und zwar das GPS. Ne? Also hier sind verschiedene Systeme verbaut, verschiedene Satelliten werden hier angesteuert. GONASS, GLONASS, Galileo, GPS, keine Ahnung. Und ich muss sagen, dass die Genauigkeit ziemlich gut ist. Ne? Also ich habe es auch bei der Rallye benutzt. Wenn man natürlich jetzt ernsthafte Rallyes fahren möchte, dann würde ich dazu übergehen, aber ich würde halt empfehlen, dass man einen Tripmeter verbaut und auch wirklich einen Radsensor. Ne? Dann ist es wirklich 100% akkurat, aber für so ein bisschen Transfero Trail, so ein bisschen durch die Gegend tüdeln, reicht das 100% aus. Ich werde es wahrscheinlich, da muss ich mal schauen, entweder nehme ich das Carpe Iter oder ich nehme jetzt das T865 mit nach Afrika und werde dann mal schauen, ob das Ganze auch da funktioniert. Ja? Also, ob da die Satellitenverbindung auch ausreichend ist. Aber so vom allgemeinen Handling her und von den Erfahrungen bis jetzt in diesen 8000 Kilometern gibt es da eigentlich nichts zu meckern. Ja, vielleicht mal eine Abweichung von 1-2 Metern, aber das ist echt für so ein kleines Gerät Bombe. Wer das wirklich möchte, es gibt sogar, ich zeige es nochmal, hier oben drauf, hier kann man nochmal eine externe Antenne, oder zwei glaube ich sogar, 2 externe Antennen draufschrauben. Ja, habe ich jetzt nicht gemacht, ist für meine Belange nicht nötig. So, letzter Punkt auf meiner Spickliste, und zwar ist das Betriebssystem. Und da kann man sagen, ja, das ist halt Android 12 mit der Google-Zertifizierung und es funktioniert super. Da ist ein Octa-Core, oder? Wie heißt das Teil? Ein Octa-Core-Prozessor verbaut und das ganze Tablet läuft schnell und flüssig. Ich habe da eine App drauf, und zwar, wie schon erwähnt, die Osmand-App und auch mit einigen Karten. Und da gibt es auch überhaupt keine Probleme. Also wenn ich da irgendwo jetzt hin und her zoome, rein und raus, ja, das ruckelt nicht. Also von daher ist das für so normale Sachen als Tablet völlig ausreichend. Ja, zum Beispiel zum Navigieren. Gut, weiter geht's. Ja, die Menüführung ist relativ übersichtlich. Es gibt Bluetooth und WLAN und es gibt Nearby Share und das funktioniert auch alles ganz gut. Mein einziges Problem, was ich hatte, war, dass ich am Anfang probiert habe, den Carpe Iter Adventure Controller zu koppeln mit dem Tablet und das hat Ewigkeiten nicht funktioniert. Ich habe, glaube ich, 20-30 Mal das Ganze probiert und ich musste das dann manuell machen und durch Zauberhand hat es einmal dann wieder funktioniert und seitdem ist das abgespeichert und es gab nie wieder Probleme. Aber vielleicht ging das nur mir so, aber das war jetzt ja, das, was mir aufgefallen ist, also die Kopplung vom Adventure Controller von Carpe Iter soll aber laut Hersteller normalerweise keine Probleme machen. Ne? Also ich denke mal, bei euch wird es auch keine Probleme machen. Das war einfach meine Blödheit oder einfach mal Zufall. Ne? Gut, Thema Apps. Also es sind wie gesagt 64 GB interner Speicher vorhanden und man kann halt diese 128 GB nochmal extern zuschalten. Was mir aufgefallen ist, dass man keine Apps auf dieser Speicherkarte, also externen Speicherkarte speichern kann und darüber laufen lassen kann. Und ein großes Problem, zumindest für mich, war auch, dass ich, wenn ich was runtergeladen habe vom Internet, das Ganze auch nicht auf die externe Speicherkarte direkt speichern kann. Ne, da gab es auch direkt eine Fehlermeldung. Ja, also wenn du jetzt Osmand zum Beispiel hast und du hast halt nur einen internen Speicher von 64 GB, von dem alleine schon regulär sag mal 15 GB belegt sind oder 20 sogar, und du fährst mit vielen Offline-Karten durch die Welt, dann brauchst du einen größeren Speicher und wenn du dann das Ganze mal auf den internen Speicher speichern musst, dann ist das ein Problem. Bei dem Teil, was halt hier von Zeds Rally vertrieben wird, da ist die DMD2-Software auf der externen Speicherkarte vorhanden. Also auch eine 64 GB Speicherkarte und das funktioniert wohl, aber das, was ich jetzt gerade gemacht habe, funktioniert nicht. Und ja, ihr seid ja schlaue Leute, vielleicht habt ihr einen Tipp dafür, könnt ihr mir gerne auch wieder... So, die Frisur sitzt. Ich glaube, mir ist gerade die Kamera abgeschmiert wegen Überhitzung. Gut, ich weiß nicht, was das letzte war, was auf der Kamera aufgezeichnet war, aber ich habe halt erklärt, oder nochmal kurz, dass es Probleme gibt, wenn man direkt aus dem Internet downloaden möchte und das auf die externe Speicherkarte speichern möchte. Das hat nicht funktioniert. Und was auch nicht funktioniert, zumindest bei mir wieder nicht, wenn ich das Tablet, also das T865 mit meinem Laptop verbinde, dann erkennt es zwar, also es lädt dann zwar das Tablet, aber der Laptop erkennt nicht das Tablet und die SD-Karten darauf. Also ich kann dann von meinem Laptop nichts rüberziehen direkt aufs Tablet, was echt doof ist. Also da müssen sie nacharbeiten. Oder es gibt irgendeine Lösung, die ich wieder nicht kenne. Berichtigt mich gerne. Ne? Gut. So Leute, hier nochmal die Lösung für den Datentransfer mit dem Laptop.
Und zwar muss das jedes Mal, wenn das Device an den Laptop angestöpselt wird, nochmal separat ausgeführt werden. Und dazu muss man hier runterziehen. Dann geht man auf Charging this device via USB. Tap for more options. Wenn man jetzt hier runter scrollt, dann kann man auf den File Manager gehen. Ups. Und dann gehen wir jetzt mal kurz auf den Laptop. Wie man sieht, ist hier das MDT 865 dann auch verfügbar. Ja, aber sonst ist es halt von der Praxis her nicht angenehm, weil du willst halt was vom Laptop, irgendwelche Tracks rüberziehen, musst dir die irgendwie, musst die Micro-SD-Karte extra rausnehmen, musst die dann an deinem Laptop anschließen, wieder alles zusammenbauen. Also eigentlich sollte das mit dem ganz normalen einmal Plug-in und soll es fertig sein. So müsste es eigentlich funktionieren, tut es aber nicht. Ja, das war eigentlich jetzt schon ziemlich viel, was ich erzählt habe, oder Frank? Ja. Ich habe nichts behalten. Du hast dir nichts behalten, dann kannst du das Video nochmal angucken im Internet. Ja, kurzes Fazit. Also das Ding kostet ungefähr, sagen wir mal, 680 €, ist damit nicht günstig. Man bekommt aber einiges geboten. Eine gute Halterung, das ganze Ding ist wasserfest, das ist Adventure Rider und Motocross Track erprobt von mir, es hält, also ist wirklich auch stabil. Für mich der große Nachteil ist wirklich das Display, das ist mir nicht hell genug, nicht kontrastreich genug und scheidet für mich, wenn ich jetzt das für die Rallye benutzen möchte, ich bin jetzt kein Profi, ich bin halt ein ganz normaler Jedermann, so wie ihr wahrscheinlich auch, düster durch die Gegend. Aber wenn das halt ein bisschen mit Staub belegt ist oder ein bisschen die Sonne drauf scheint, wenn sehr viel Sonne ist vor allen Dingen, dann sieht man leider gar nichts auf dem Display, also zu wenig, und dann wird es halt auch gefährlich, wenn man zu lange nach unten gucken möchte. Und ich glaube, das ist auch das, was die meisten von euch interessiert. Wie gut ist das? Jetzt pfeift der Wind hier durch. Ich hoffe mal, dass überhaupt irgendwas zu hören ist, dass man nicht nur Wind hört hier die ganze Zeit. Ja, wie gesagt, eigentlich ein gutes Teil, aber wer das Ganze ernsthaft für eine Rallye benutzen würde, benutzen möchte, dem würde ich das Teil jetzt nicht empfehlen. Der sollte halt immer noch meiner Meinung, zum Carpe-Ita greifen. Ja, nächstes Jahr, 2024, wird, soweit ich jetzt gehört habe, die Dakar auch mit elektronischem Roadbook stattfinden. Und ich glaube, da bin ich schon mal gespannt, was da genau dann verbaut wird. Was für ein Modell die da fahren. Ja, wie gesagt, viel gesagt. Das war das Fazit. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas davon für euch mitnehmen. Wenn noch Fragen offen sein sollten, dann knallt die einfach in die Kommentarbox. Ansonsten, ja, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen, und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und die Glocke zu aktivieren, dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand, wenn neue Videos rauskommen. Ja, in diesem Sinne, stay tuned und bis zum nächsten Mal.